Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2025 dabei. Ich freue mich ja immer über euer Feedback. Wenn ihr also Wünsche habt zu Themen, die ihr gerne in dem Podcast hören möchtet, zu Gästen, die ich unbedingt mal interviewen sollte oder auch sonstige Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Beschwerden oder sonst was, schreibt mir gerne an podcast@software-testing.fm. In der aktuellen Folge habe ich mit Oliver und Marvin über modellbasiertes Testen gesprochen. Und zwar insbesondere darüber, wie man mit modellbasiertem Testen die Zusammenarbeit der Stakeholder in einem Team stärken kann. Die zwei haben das bei der Lufthansa CityLine umgesetzt und erzählen uns von ihren Erfahrungen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Marvin, hallo Oliver, schön, dass ihr da seid. Hallo Richie, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Schön hier zu sein. Wir haben, glaube ich, letztes Mal auf dem German Testing Day gesprochen. Da kamst du zu mir und gesagt, lass uns mal eine Folge machen, ne? Ja, das war das letzte Mal auf dem German Testing Day. Da haben wir drüber gesprochen, wir haben es immer noch nicht geschafft. Also es ist schon ein paar Jahre her, also 2003, es könnte 2022 schon gewesen sein. Nee, da gab es den Podcast noch nicht. Da also gab's das den Podcast muss schon der erste gewesen sein. Also das 2023 ging es los. Cool. Ja, haben wir uns vielleicht auch irgendwo anders schon mal getroffen. Gut möglich. Das ist gut möglich. Schön, dass wir es jetzt geschafft haben. Und German Testing Day 2025. Ihr habt euren Vortrag schon geschafft. Seid schon entspannt. Es klingt schon langsam hier aus. Und jetzt gilt es, das Thema nochmal zu rekapitulieren hier für den Podcast. Und ihr habt ja ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich es geht um modellbasiertes Testen und gerade auch im Projekt und mit dem Kunden, wie euch das da auch geholfen hat. Ne? Genau. Wir haben das genutzt oder umgesetzt bei der Lufthansa CityLine. Und das weiß ich noch, der Marvin war da letztes Jahr im Projekt. Und wir treffen uns dann regelmäßig auch hier bei uns in Frankfurt im Büro. Und dann kam der Marvin und hat gesagt, Oliver, ich habe hier ein Problem im QA-Umfeld, im Testing-Umfeld. Hast du eine Idee, wie wir das lösen können? Und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch mal so modellbasierte Ansätze anschauen. Vielleicht ist in dem Baukasten was drin, was du bei der Lufthansa CityLine jetzt gerade gebrauchen kannst. Und dann ist eine richtig coole Story daraus geworden, weshalb der wir jetzt hier stehen. Ja, und was waren denn die Probleme? Wo kam denn das her? Ja, wir hatten einen sehr coolen Bedarf, weil die CityLine, die ist ja zuständig für die Zubringerflüge. Also wenn ich jetzt dran denke, in den Urlaub zu fliegen nach Miami oder so, dann fliegt mein Flieger vielleicht von Frankfurt aus, aber ich sitze ja in Hamburg und dann muss ich da irgendwie hinkommen. Und für diese Aufgabe wurde eine neue Airline gegründet im Lufthansa-Konzern und die braucht natürlich alles an IT-Systemen, was man sich irgendwie vorstellen kann, damit so ein Riesenprojekt halt funktioniert. Und unter anderem auch ein Crew-Management-System. Und da hatten wir die große Ehre, mithelfen zu dürfen, das Ganze aufzubauen. Und wenn man so ein großes Projekt beauftragt bei einem Lieferanten, dann hat man natürlich die riesige Herausforderung, liefern die denn auch genau das, was bestellt ist. Es ist im Grunde bei jedem Softwareprojekt das Thema, dass ich das abnehmen muss im Endeffekt. Und dafür brauche ich natürlich das Fachwissen. Was soll denn eigentlich genau funktionieren? Ich muss die Anforderungen irgendwie erheben und ich muss in Kommunikation kommen zwischen den Fachbereichen, die ja genau wissen, wie die Prozesse laufen und total im Thema sind, und den Testern, die sich dann überlegen müssen, wie kann ich das denn eigentlich überprüfen, was da gewollt ist. Und so ein Modell ist dann eine hervorragende Variante dazu, weil ich mit dem Finger drauf zeigen kann und sage, okay, an der Stelle, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, da habe ich einen Punkt. Ich kann das sehr, sehr deutlich und sehr, sehr sichtbar machen. Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade einen schönen Gedanken. Ich hatte heute auch die Sophisten hier und die haben also diesen schönen Satz geprägt, dass wir dieses Thema mit Diagrammen und mit diesen Modellen, dass wir das so lange jetzt ausgespart haben aus unseren Requirements auch und sowas und nur mehr Texte schreiben und so ein Bild einfach auch viel mehr sagt. Das hat jetzt gerade so resoniert, weil du gesagt hast, mit dem Finger drauf zeigen,
So ist es. Ne? Ich komme ja daher, ich will ja gar nicht testen eigentlich, weil ich will ja nur, dass es funktioniert. Das ist ein schöner Satz, den ich gehört habe. Ich finde den super eigentlich, weil es stimmt. Ja, alles, was ich an Testen mache, ist eigentlich ein Aufwand, den ich ja auch bezahlen muss. Ja, genau. Ja, da muss ich Energie reinstecken. Ja, wenn ich jetzt sehr, sehr viel teste, habe ich natürlich auch einen sehr großen Aufwand. Das heißt, ich werde irgendwann zu dieser Frage kommen, was sind eigentlich die richtigen Tests, wo ich wirklich einen Business Value von habe. Und die zu identifizieren, da brauche ich natürlich dieses Fachwissen an der anderen Seite wieder. Jetzt ist es ja so in meiner Vorstellung, dass da jetzt nicht gerade die Modelle alle rumliegen dort und man sagt, ach schön, ist ja alles da. Wie war das bei euch? Naja, die liegen da gar nicht rum. Ja. Ne? Also vom Prinzip habe ich das Wissen verteilt auf 3 Parteien. Ne? Also ich habe Experten, die dieses ganze Fachwissen haben. Ich habe Tester, die wissen, wie man gute Testfälle schreibt, und dann sind da auch noch Entwickler, die aufgrund von den Informationen was entwickeln sollen, und die muss ich tatsächlich zusammenbringen. Und ja, das waren quasi Interviewtechniken. Also diese Modelle sind entstanden aufgrund von so einem Frage-Antwort-Spiel mit. Also ich habe jetzt eine Anforderung und ich fange einfach mal an, mir zu überlegen, wie würde ich die denn testen? Was ist denn der erste Schritt und was ist denn der zweite Schritt? Und bringe diese Informationen als Aktivitäten in mein Modell, also in mein Bild. Und dann führt mich, und das finde ich ganz, ganz spannend, dann führt mich dieses Modell quasi von alleine immer wieder zu der nächsten Frage mit. Und die einfachste Frage ist, und was passiert dann? Ne? Oder passiert hier noch was anderes? Also haben wir hier vielleicht eine Decision, eine Verzweigung im Modell, dass ich sagen muss, okay, wenn ich jetzt hier hingekommen bin, kann ich links rumgehen oder rechts rumgehen, ne? Oder ganz woanders hin. Und es wird anfassbar. Und es ist nicht Prosatext. Und das finde ich ganz toll, weil man kann Aktivitäten auch einfach verschieben. Ne, wenn man sagt, ich habe jetzt was vergessen, dann sage ich, überhaupt kein Problem, schieben wir woanders hin. Ne, oder machen wir da noch eine Lücke rein, weil da haben wir vielleicht noch eine Aktivität vergessen. Und dann sind wir irgendwann an so einem Punkt, dass wir sagen können, hey, gucke mal, da ist jetzt noch eine Aktivität und da unten ist unser Endpunkt. Eigentlich wollen wir da unten hin, aber irgendwie kommen wir da noch gar nicht hin. Was müssen wir denn da jetzt tun? Und da fängt der Spaß so richtig an. Also es ist so ein bisschen auch spielerisch oder so Gamification, was man jetzt so gerne macht. Und ich finde das total toll, wenn man dann am Ende von so einem Workshop mit einem Ergebnis rausgeht. Also da komme ich mir so ein bisschen vor wie der Bauarbeiter, ne, der dann am Ende des Tages sich freut, weil er diese Wand gerade gemauert hat, und man hat ein greifbares Ergebnis, was in der Softwareentwicklung ja manchmal, da fragt man selber, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gearbeitet, was habe ich eigentlich gemacht? Ne? Und hier sieht man was. Ja. Wie war denn das, gerade in dieser Erhebung jetzt auch mit den verschiedenen Protagonisten da zu arbeiten? Wie haben die denn das aufgenommen? Also Business-Analyse, Entwickler oder so. Ihr habt ja da wahrscheinlich mit mehreren dann auch gesprochen, um diese Informationen zu bekommen. Ja, man hat in diesen Projekten natürlich immer einen gewissen Zeitdruck, ne? Weil der Fachbereich geht natürlich damit rein, wir müssen jetzt fliegen kommen. Ja, wir müssen jetzt live gehen. Jede Minute zählt. Ja, und das ist schon... Es ist natürlich eine sehr, sehr wirtschaftliche und zielorientierte Haltung. Ja, und dann muss das Ergebnis am Ende natürlich auch irgendwie stimmen. Und das Problem ist dann, ein Vorgehen zu wählen, was wirklich auf das Ziel auch fokussiert ist. Und dafür muss man sich auf diese Ziele einigen können. Und am besten Fall die gleiche, also ich vergleiche ein Modell immer gerne mit einer Sprache. Ja, es ist eine Art, etwas auszudrücken. Ja, und man kann sich darauf einigen. Es ist sehr simpel, es ist einfach zu verstehen, ne? Weil es grafisch einfach aufbereitet ist. Und jetzt habe ich auf einmal die Situation geschaffen, dass ich muss natürlich auch immer noch mit den Menschen reden und interagieren. Es liegt immer daran, die Menschen stehen im Vordergrund. Aber ich habe jetzt eine gemeinsame Basis geschaffen und die entwickelt sich ja vor meinen Augen. Also ich gehe ja da rein, dann schreibe ich meine ersten, ich habe einen Startzustand, und überlege mir dann, wie kann ich den in einen Zielzustand überführen. Und vor meinen Augen entwickelt sich dann dieses Modell. Und auf einmal merkt man, okay, wir können auf einmal diese komplexen, weil Luftfahrt ist ein komplexes Thema, die haben richtig schwierig zu verstehende Prozesse, die dahinter stecken. Aber ich kann auf einmal überlegen, wie kann ich die denn überprüfen? Und das ist die Aussage dieser Sprache des Modells. Ja, und das wird auf einmal sichtbar. Und dann merkt man auch, wie sich die Diskussion an sich verändert.
wie sie weg von technischen Details und kleinen Sachen und vielleicht auch von Prozessdetaildiskussionen weggeht zu den wirklich relevanten Fragen. Und das ist eigentlich immer ein schöner Moment, wenn man den dann erlebt. Und eine super Sache, die wir dann in dem Projektteam erlebt haben, ist, als wir dann fertig waren und das Modell stand, konnten wir dadurch, dass wir das direkt in einem Tool dafür umgesetzt haben, auf einen Generieren-Knopf drücken und hatten die Testfälle schon fertig. Also der nächste Schritt war eigentlich schon getan, dadurch, dass die Fleißarbeit, die dann auch notwendig ist, um die Tests dann so aufzubereiten, dass man sie weiter verarbeiten kann, also durchführen, ausführen und die Software damit überprüfen kann, das wurde toolgestützt überlegt. Das heißt, wir haben auch einen Teil automatisiert. Ja, es ist total quasi auch sehr spannend, weil man ja da auch echt gute Testfälle dann schon quasi mitgestaltet hat. Ne? Und das, was du vorher gesagt hast, fand ich jetzt nochmal schön, auch dieses, dass man so eine Flughöhe hat und sich nicht so in diesen Details auch verliert drinnen in den Gesprächen. Weil was ja häufig passiert ist, wenn man dann so Themen durchleuchtet und bearbeitet und man spricht drüber und macht immer mehr Details und dann müsste das und jenes. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man eigentlich auch so die Nichtmachbarkeit des Ganzen bewiesen hat. Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Das sind so viele Probleme. Ne? Wenn man aber, das ist mein Gedanke, bei einem Modell auf so einer Flughöhe bleibt, da kann man quasi in diesem Lösungsmodus bleiben, ne? Und dann da immer weitergehen. Ne? Ja, und das ist auch einer von den Best Practices. Ich kann mich erinnern, ich habe 2020 auch schon mal einen Vortrag hier gehalten, da war der German Testing Day, der war online, auch schon mal zum Thema modellbasiertes Testen. Da hatte ich das bei der Lufthansa Cargo gerade eingeführt und da war eines der Good Practices fangt auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe an, ne? Versucht mal in eurem Modell auf dieser hohen Flugebene von Anfang bis zum Ende zu kommen und dann unterhaltet ihr euch über die Details. Also verzettelt euch nicht direkt von Anfang an irgendwo und geht von dem High-Level auf irgendwelche Low-Level und dann nochmal Low-Low-Level und 5 Unterdiagramme. Bleibt auf einer High-Level-Ebene und da geht ihr hin und ist vielleicht auch ein Tipp für die Zuhörer, die sowas mal ausprobieren wollen. Macht regelmäßig Reviews, also sprecht mit den Leuten, ne? Macht ein High-Level-Modell. Gerade also 2013 haben wir das Offshore eingeführt. Da war die Hürde noch mal ein bisschen höher. Da musste das Wissen nach Indien transportiert werden. Und da hat es echt geholfen, dass er sagt, wir machen ein High-Level-Modell, dann sprechen wir darüber. Und wenn wir das verstanden haben, dann gehen wir eine Ebene tiefer und bringen immer mehr Testinformationen in das Modell bis zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt können wir auf Knopfdruck fertige Testfälle generieren. Und wir wissen, weil wir ja Stück für Stück da reingegangen sind und nie den Überblick verloren haben. Und wir wissen, dass die Testfälle, die da jetzt rauskommen, die Testfälle sind, die wir jetzt gerade brauchen, um unsere Anforderungen zu testen. Und das macht's, finde ich, total einfach. Also früher so mit Papier und Bleistift habe ich eigentlich immer schon angefangen zu sortieren, okay, was teste ich und was teste ich nicht, was lasse ich weg, was steckt vielleicht woanders drin. Und die Gedanken muss ich mir gar nicht mehr machen. Also ich bringe meine Fachlichkeit ins Modell und dann entscheide ich mich später, ja, was brauche ich denn jetzt? Will ich jetzt eine Edge-Coverage haben? Will ich eine Full-Path-Coverage haben? Welche Testdatenvarianten bringe ich da rein? Welche Äquivalenzklassen will ich prüfen? Das kann ich alles ganz relaxed später entscheiden und kann mir Stück für Stück meinen Test aufbauen und meine Umwelt daran teilhaben lassen. Also ich kann es jederzeit jedem erklären. Ich werde total transparent. Und was dann passiert ist, ich baue so eine Vertrauensebene auf und die Leute kriegen mit, ja Mensch, der Oliver, der weiß, was er tut. Ne? Und wenn der Oliver sagt, hier prima, das habe ich getestet, so habe ich das gemacht. Beim modellbasierten Testen, da wird es ja noch ganz fancy. Ich kann mein Modell in Jira quasi übertragen und sehe dann auch noch in bunten Farben, was habe ich getestet, was davon geht und was davon geht nicht. Also ich sehe es sogar noch grafisch. Also ich kann sehr, sehr schön darüber mit meinen Stakeholdern kommunizieren, Vertrauen darüber aufbauen und total transparent arbeiten. Und ich finde, das ist das, was für mich im Test
wichtig ist. Also den Leuten Vertrauen mitzugeben, weil wir als Tester, wir versuchen den Fachbereich zu unterstützen und da ist es natürlich wichtig, da auch ein Feedback zu kriegen, hey, der weiß, was er tut und das muss ich nicht alles nochmal machen, weil dann habe ich nichts gespart. Ja. Jetzt sind wir ja schon bei den Testfällen angekommen von diesem Modell. Auf dem Weg dahin, also diese ganze Erhebung des Modells und das quasi zu befüttern, das auch mit weiteren Informationen bis hin zu den Testfällen raus. Was sind denn da so auf dem Weg vielleicht so Fallstricke gewesen oder so, wo ihr denkt, Herausforderungen, wo man sagt, okay, das muss man einfach am Schirm haben, dass das passieren kann? So, was uns schon sehr, sehr früh aufgefallen ist, man kann nur gute Tests schreiben, wenn die Anforderungen auch gut sind. Und Anforderungen und Tests, das bildet irgendwie eine Einheit, das beschreibt am Ende das Feature selber. Und da hat uns das Modell aber auch wirklich bei geholfen, weil sehr, sehr offensichtlich war, was fehlt. Also wir konnten sehr konkret besprechen, okay, den Punkt müssen wir jetzt noch nachbessern. Und wir sind auch direkt aus unserem Kickoff-Workshop rausgegangen mit verbesserten Anforderungen und gleich den Tests dazu. Das war eine Sache. Und das Zweite, aber das wurde schon halb erwähnt, ist einfach die Einfachheit der Modelle selber. Also man kann ein Modell natürlich mit Unterdiagrammen und in einem beliebig komplex die ganze Welt abbilden wollen und das funktioniert in den seltensten Fällen. Und was gut funktioniert ist, wenn man die Modelle wirklich sehr simpel und verständlich hält, am besten noch mal jemand Dritten dazu holt, der das vorher noch gar nicht gesehen hat und der soll dann mal sagen, verstehst du das da, was wir da aufgeschrieben haben? Und wenn wir das geschafft haben, das so einfach zu formulieren in dieser Sprache des Modells, dann haben wir ein gutes Modell geschaffen und das haben wir für zahlreiche Fälle hinbekommen. Ist denn das Modell jetzt in dem Projekt, war das dann auch wirklich so, also quasi ein Bestandteil der ganzen Dokumentation, also vom Gewicht her wie eine Anforderung oder wie die Testdokumentation? Oder war es für euch eher nur ein Hilfsmittel, um dann auch die Tests zu bekommen? Wie war das vom Verständnis auch aus dem Team heraus? Es steht am Anfang. Es steht in der Analysephase, wenn wir versuchen zu verstehen, was wir eigentlich tun wollen und wo wir hinwollen. Also es gehört eigentlich mit den Anforderungen dazu. Da hatten wir den Vorteil, dass man in den Tools, die bereits bestehend waren in dem Unternehmen, also Jira wird halt genutzt, das ist, glaube ich, weit verbreitet, dass man die Modelle dort auch direkt sehen kann. Und man kann sie von dort mit Anmerkungen versehen und immer wieder reviewen. Und man kann die bestehende Infrastruktur nutzen, die eigentlich schon vorhanden ist. Es ist nur eine Methode, um die Aussage der Tests selber zu verbessern. Jetzt ist ja, ihr habt ja gesagt, das war ja auch ein bisschen mit Zeitdruck, also man will ja quasi weiterkommen auch im Projekt. Es gibt ja, das ist ja wieder eine gewisse Größe auch das Projekt haben, aber wie lange habt ihr denn so, damit wir eine Hausnummer, wie lange habt ihr denn so gebraucht, um da auf einen validen Stand zu kommen? So von der Idee, von der Anfrage wie kann man die Probleme da lösen, hin zu dem, wir können jetzt daraus Testfälle generieren? Das läuft ja im besten Falle parallel zur Entwicklung, also kontinuierlich auch weiter. Ne? Also ein Testfall muss natürlich aktuell gehalten werden. Der muss das abbilden, was was die Anforderungen sagen. Und wenn man in so große Projekte reingeht, dann hat man von Anfang an eigentlich nicht alle Anforderungen auf dem Schirm. Das ist fast unmöglich. Und deswegen ist es wichtig, hier ein Team zu bilden aus Testern, Fachbereich, Entwickler. Die müssen über den gesamten Zeitraum bis in den Betrieb eigentlich rein zusammenarbeiten können. Ja, das ist nur die Grundlage, auf der sie Informationen austauschen und dokumentieren im Endeffekt. Aber um das mal auf so eine Timeline zu bringen, wenn ich jetzt überlege, wann haben wir den ersten Workshop gemacht, irgendwo so Mitte letzten Jahres haben wir das gemacht. Und da waren dann auch tatsächlich Leute von einer Testfactory da, und also die das auch später benutzt haben, umgesetzt haben, Fachbereichsuser da. Und ich habe es eben in dem Vortrag so schön gesagt, die kamen mit ihrem Köfferchen, haben ein paar User-Stories mitgebracht. Und ja, wir haben quasi vormittags ein Refinement gemacht der User-Stories, also einfach um die User-Story zu verstehen. Da sind natürlich noch Verbesserungen eingeflossen, und wir haben das als Experiment gemacht. Also wir haben dann jemanden gebeten, der in diesem Tool-Setup noch nie zu Hause war. Er sagt, hier, da ist der Rechner, da ist das Tool, und wir machen jetzt einfach unser erstes
Testmodell und die sind dann nach diesem Workshop, glaube mittags um 3, sind die mit tollen, refineden Stories nach Hause gefahren mit den passenden Testfällen im Gepäck und dann haben die eine Testbasis aufgebaut. Ich glaube, das hat jetzt bis Januar gedauert. Also jetzt für den Januar habe ich den letzten Commit im Modell gesehen. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, um die 700 Testcases, die sich dann also ich glaube, 60 Modellen verstecken. Und da ist es halt einfach wichtig. Es gibt nicht dieses eine Modell, was alle Geschäftsprozesse einer Lufthansa Cityline abbildet, sondern ich finde, es ist immer wichtig, sich auf einen Testscope zu fokussieren, weil sonst hat man das, was man kennt. Man hat eine Testfallexplosion, wenn man irgendwie versucht, alles in einem unterzubringen und im allerblödesten Falle brennt beim Generieren der Testfälle der Rechner ab. Also es ist wichtig, aber das gilt überall, wenn man aufs Testing guckt. Versuche mit einem klaren Scope daran zu gehen und nicht alles auf einmal zu lösen. Und dann waren wir jetzt in der Größenordnung mit um die 700 Testfälle, ja, so ein halbes Jahr. Ja, ne? Ja. Genau. Mit der Option und dass wir jetzt in der Transition-Phase eben diese Modelle auch als eine Art Dokumentation an die Linienorganisation übergeben wollen, weil genau dafür ist es da, dass es eben weiterlebt und dass man nicht am Ende des Projektes sagt, war schön, wir werfen das jetzt weg, ne? Weil dann hätten wir nur einen halben Benefit gehoben an der Stelle. Das führt uns ja zu einer spannenden Frage, weil man hat ja immer, gerade in so großen Softwareplattformsystemen, auch eine Weiterentwicklung mit drin, überhaupt. Und dann stellt sich die Frage, wie halte ich denn meine Testfälle eigentlich aktuell? Wenn jetzt so eine neue Anforderung reinkommt, es grundlegend was ändert, welche von diesen 700 Testfällen sind denn jetzt noch passend zu den Anforderungen? Gerade im Luftfahrtumfeld regelmäßig neue Tarifabschlüsse und neue Regeln, die beachtet werden müssen. Das ist eine Herausforderung und jeder, der weiß, wie es sich anfühlt, 700 Testfälle durchzugehen, um die zu aktualisieren und zu überprüfen, ob sie noch gültig sind, der weiß, was das für einen Schmerz bedeuten kann. Und auch hier haben wir natürlich wieder eine Visualisierung über das Modell, dass wir sagen können, wenn wir sie strukturiert ablegen, die Modelle, okay, an welchen Bereiche betrifft das denn? Wo müssen wir die Modelle eventuell anpassen? Und hier haben wir wieder auch die Repräsentation über die Sprache, dass wir schnell erkennen können, okay, an dem Punkt müssen wir jetzt die neue Änderung einpflegen. Und daraus kann ich dann direkt entweder meine Testfälle überschreiben oder versioniert hochzählen und habe sie eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Das steckt natürlich auch weiterhin Arbeit drin. Ja, das muss mit weiter verfolgt werden. Aber der Aufwand an sich ist hier wieder, dass ich mich darauf konzentriere, die relevanten Fragen zu stellen. Also was hat sich geändert? Wie könnte ich das am besten testen? Was sind da wieder die Testfälle, die mir auch für den Business Value am meisten bringen? Und nicht über das Klein-Klein und das Suchen der Testfälle und so weiter. Und das ist eine spannende, also eine einfache Weise, eine Impact-Analyse zu machen, ne, indem ich das Modell anschaue und schaue, was ändert sich da und sehe dann die Testfälle dahinter. Ne. Das ist natürlich viel entspannter, als jetzt seitenweise Jira-Listen zu durchdringen. Total. Also es geht viel schneller, es macht viel mehr Spaß. Und ja, das ist doch auch mit ein Grund, warum wir unsere Arbeit machen, oder weil sie eben Spaß machen soll. Ja. Wenn sich jetzt jemand auf den Weg macht und sagt, das ist klasse, ich will das auch machen und fange jetzt an, da habe ich jetzt schon verstanden, wie ich mich daran setze. Was ist so der eine Tipp, den ihr jemandem mitgeben würdet, wenn man sich jetzt da auf den Weg macht, so ein Modell mal bei sich im Haus aufzubauen und daraus Tests zu bauen? Probiert es aus. Also der Projektleiter definitiv. War sehr skeptisch am Anfang, weil wir natürlich ein neues Tool eingeführt haben und die Lernkurve bei neuen Tools, man macht am Anfang zwangsläufig Fehler, natürlich. Aber es hat sich im Endeffekt raus, weil ich so viel Zeit in der Analyse aufbringe, die richtigen Sachen zu diskutieren und dann im Grunde schon fertig bin. Ja, hat man im Nachhinein eigentlich sehr, sehr viel Zeit gespart. Also man kann sehr, sehr wenig falsch machen. Ja, selbst wenn man sich Stück für Stück daran tastet. Okay, also einfach mal loslegen und mal ausprobieren. Einfach mal, loslegen, ausprobieren und vielleicht auch das, was ich jetzt hier gerade auf dem German Testing Day auch erlebe. Also ich erlebe hier eine großartige Testing-Community.
fragt doch einfach mal in der Testing-Community, ob da jemand ist, der euch vielleicht mal hilft, coacht, mit drüber guckt. Und wer ganz mutig ist, der fragt einfach mich. Ja, Ne? ja, kann man sich trauen, ne? Ja. Genau. Ich weiß auch nicht. Ja, also ich habe noch nicht gesehen hier, dass du jemanden gebissen hättest oder geschlagen oder sonst was. Ja, sehr schön. Genau. Klasse. Marvin, Oliver, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die Welt. Ich glaube, also es hat für mich richtig Bock gemacht drauf, mich mit dem Thema auch nochmal bei meinen Kunden da auseinanderzusetzen, zu schauen, wie kann man so Modelle gestalten, um daraus einen Mehrwert zu ziehen, auch für die Tests. Ich glaube, da steckt so viel drinnen, was man noch heben kann an Schatz. Ja. Finde ich ganz klasse, dass ihr euch dem Thema auch so verschrieben habt und hier auch präsentiert habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit hier auf der Konferenz und spätestens in einem Jahr sehen wir uns ja wieder hier, ne? Mit Sicherheit, Richie. So, vielen Dank, dass wir dabei sein durften und dass wir das, was wir schon ganz lange wollen, ne? Also wir wollen ja schon ganz lange mal so einen Podcast aufnehmen, dass wir das jetzt einfach mal umgesetzt haben. Ja, danke für die Gelegenheit. Ein Haken auf der Bucketlist, ne? Sozusagen. Sehr schön. Danke euch. Ne? Vielen Dank.